Wenn du deinen Vorruhestand oder Ruhestand im Ausland verbringen möchtest, und zwar nicht nur um Golf zu spielen und dir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, sondern auch um deine Steuerbelastung radikal zu reduzieren und dein Vermögen vor der Zugriffigkeit des Staates, insbesondere der EU, schützen zu wollen, dann lade ich dich ein, dieses Video anzuschauen, denn genau darum soll es heute gehen. In unserer Beratungstätigkeit beraten wir sehr viele Ruheständler und Vorruheständler, die ins Ausland umziehen wollen, und es werden immer mehr. Man merkt eben, dass zum einen immer mehr Babyboomer jetzt in den Ruhestand gehen, und wir merken außerdem, dass diese Babyboomer sehr vermögend sind. Ich würde sagen, die vermögendste Generation, die jemals in den Ruhestand gegangen ist. Viele dieser Babyboomer haben sich meiner Erfahrung nach viele Gedanken dazu gemacht, wie sie sich vor dem Staat schützen können. Sie wollen einfach nicht mehr akzeptieren, wie vielleicht Generationen vor ihnen, dass man einfach abdrückt. Und wenn man dann das Zeitliche gesehen hat, dass man dann auch noch dem Staat hier einen großen Teil des eigenen Vermögens, für das man so hart gearbeitet hat, abgeben muss. Daher sind sehr viele Ruheständler und Vorruheständler interessiert, ins Ausland zu ziehen, und eben nicht nur, um dort einen schönen Lifestyle zu genießen, das natürlich auch, zweifellos ist das ein wichtiger Punkt, sondern eben auch, um Steuern zu sparen, Vermögen zu schützen. Außerdem ist mir aufgefallen, dass viele Ruheständler eigentlich eher Unruheständler sind. So wirklich nur noch in einer Ecke zu sitzen und nichts mehr zu machen oder eben nur Golf zu spielen, das machen viele Ruheständler nicht. Ich kenne sehr viele Ruheständler, die nochmal sagen, komm, ich fange jetzt nochmal richtig an zu investieren, sei es jetzt in Krypto oder in andere Assetklassen, oder ich beteilige mich hier an Unternehmen oder werde selbst vielleicht nochmal unternehmerisch tätig. Heute ist ja 60 kein Alter mehr. Das sind alles Dinge, die man noch machen kann. In diesem Video will ich dir daher einige Länder vorstellen, die vielleicht für dich als neue Wohnsitzstaaten im Ruhestand interessant sind. Ich habe ganz bewusst keine Länder in der EU gewählt, denn ich weiß, dass eben viele Mandanten nicht in der EU leben wollen. Dinge wie Vermögensregister oder auch Bargeldobergrenze, all diese Maßnahmen der EU, die ja bereits beschlossen sind, dienen doch nur dazu, irgendwann Vermögen tatsächlich zu besteuern. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, wer hat heute Vermögen? Es sind die Ruhestände. Sie haben sich ihr Vermögen hart aufgebaut in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Und bei ihnen ist natürlich noch was zu holen. So meint der Staat jedenfalls. Daher sind alle Länder, die ich dir heute vorschlage, außerhalb der EU. Es gibt natürlich aus rein steuerlicher Sicht betrachtet auch innerhalb der EU interessante Länder. So haben zum Beispiel Griechenland und auch Italien Sonderstatus für Rentner und Pensionäre. Dort zahlst du 7% Steuern auf deine gesamten Auslandseinkünfte, egal ob es jetzt Pensionen sind oder aber hier Kapitalerträge, die du möglicherweise noch hast. Aber wie gesagt, wir wollen darüber bewusst nicht sprechen heute. Ich muss dir allerdings sagen, dass dieses Video wahrscheinlich nichts für dich ist, wenn du nur in Anführungszeichen deine staatliche Rente hast. Üblicherweise ist ja die staatliche Rente immer dort zu versteuern, wo du eigentlich den Rentenanspruch darauf hast. Das heißt, eine deutsche staatliche Rente ist in Deutschland zu versteuern, eine französische staatliche Rente in Frankreich. Das heißt, hast du eigentlich nur die staatliche Rente, sind das deine einzigen Einkünfte, dann bist du vielfach sogar im Ausland steuerlich schlechter dran. Denn du bist ja dann in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig, verlierst die Freibeträge und hast daher im Endeffekt sogar weniger Rente. Ich würde dir also raten, sehr gut zu prüfen, ob der Wegzug ins Ausland für dich tatsächlich geeignet ist. Das heißt, in diesem Video gehe ich davon aus, dass du nicht nur die staatliche Rente hast, sondern ich gehe davon aus, dass du eben auch Leistungen aus der betrieblichen oder der privaten Altersvorsorge beziehst und dass du möglicherweise Kapitalerträge oder sonstige Einkünfte hast. Generell muss man hier sehr sorgsam sein und sich auch sehr sorgsam beraten lassen von einem qualifizierten Steuerberater oder Rechtsanwalt in Deutschland, in diesem Fall, wenn du Deutscher bist, und in Österreich, wenn du Österreicher bist. Denn es ist ja tatsächlich so,
dass die Art und Weise, wie Renten- und Altersbezüge besteuert werden müssen, immer im Doppelbesteuerungsabkommen festgelegt ist. Und dort gibt es sehr weit auseinanderklaffende Regelungen. Das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, es ist eine vereinfachte Darstellung. Ich habe sie gerade eben selbst verwendet. Grundsätzlich kann man immer sagen, dass staatliche Renten aus Deutschland zum Beispiel in Deutschland besteuert werden, wobei das ist auch nicht immer korrekt. Ja, wenn du in den USA lebst, musst du dort Steuern zahlen auf deine deutsche staatliche Rente. Ja, aber so grundsätzlich kann man das eben sagen. Und so grundsätzlich kann man sagen, dass auch dann Bezüge der privaten Altersvorsorge und vielfach der betrieblichen Altersvorsorge in deinem Wohnsitzstaat besteuert werden. Aber auch das ist nicht immer korrekt und der Teufel steckt im Detail. Gerade zum Beispiel, wenn du hohe Einmalzahlungen bekommst, sagen wir zum Beispiel Abfindungen. Dabei ist dann die Frage, ob es wirklich eine Abfindung ist oder ob man eine Abfindung dazu sagt, weil man keinen besseren Begriff hat. Vielleicht ist auch nur ein kapitalisierter Pensionsanspruch, um den es hier geht. Auch da muss man genau prüfen, was, wann, wie und wo besteuert wird. Vielfach ist es so, dass zum Beispiel Einmalzahlungen, die in dem Jahr vor Erreichen des gesetzlichen Rentenalters dann im Wohnsitzstaat besteuert werden. Hast du aber in den Jahren davor eine solche Einmalzahlung erhalten, muss die in Deutschland besteuert werden. Also auch hier, du musst prüfen, wo diese Bezüge zu besteuern sind. Das kann dir nur ein Anwalt oder Steuerberater sagen, der dort Erfahrung hat. Dort muss dir tatsächlich jemand Auskunft geben. Vielfach ist es auch möglich, dass du deine Personalabteilung fragst oder deine Rechtsabteilung fragst in deinem Unternehmen. Gerade wenn du bei einem großen Unternehmen arbeitest, vielfach können die auch helfen, denn es ist ja nicht selten, dass so etwas passiert, dass jemand ins Ausland zieht. Wichtig ist nur, dass du dich darüber informierst, aber eben nicht zu knapp, bevor du ins Ausland gehst, damit du genau weißt, welches Land für dich in Frage kommt und was du wie regeln musst. Wie gesagt, Bezüge staatlicher, privater oder auch betrieblicher Altersvorsorge sind immer komplex. Ich habe ein vereinfachtes Modell dir vorhin gesagt, dass man so als Richtschnur jetzt mal hier auch in diesem Video verwenden kann. Aber auch hier sind meine Aussagen nur unter Vorbehalt zu verstehen. Lass es bitte prüfen durch einen Anwalt. Du kannst Google suchen, du wirst sicherlich einen Anwalt oder Steuerberater finden. Ansonsten können wir jemanden empfehlen, der das für dich rechtsverbindlich klären kann. Rede möglicherweise mit deinem Arbeitgeber, wenn du eine Rechtsabteilung oder eine Personalabteilung hast, die sich damit auskennt, und bereite dich hier gut vor, damit du keine negativen Überraschungen erlebst. Das Ganze ist natürlich mit anderen Bezügen, ich sage jetzt mal Kapitalerträge und so, viel einfacher. Ja, das heißt, hier gibt es standardisierte Regelungen, die hier im Grunde genommen dann gelten international. Auch hier muss man hin und wieder ins Doppelbesteuerungsabkommen schauen. Aber wenn du jetzt Dividenden beziehst oder Veräußerungserlöse hast oder sonstige Kapitaleinkünfte beziehst, Krypto oder sowas, ja, dann ist eigentlich meistens klar, wie dies zu versteuern ist. Vielfach nämlich in dem Land, wo du dann wohnst. Aber auch hier gibt es natürlich wichtige Unterschiede. Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, dass wenn du in Deutschland noch wichtige wirtschaftliche Interessen hast, Immobilien oder aber Beteiligung an Unternehmen, und dann ins Ausland umziehst und du hast zum Beispiel Aktien von Mercedes in deinem Depot, dann sind die Veräußerungserlöse, ja, wenn du diese Aktien veräußerst mit Gewinn, nicht etwa in deinem neuen Wohnsitzland zu versteuern, wo sie möglicherweise steuerfrei sind, wenn du es richtig machst. Nein, die sind dann eben in Deutschland zu versteuern, weil du unter die sogenannte erweitert beschränkte Steuerpflicht fällst, noch für 10 Jahre nach deinem Wegzug. Es lohnt sich daher auch hier, sich im Vorfeld zu informieren und vielleicht zu sagen, nun gut, ich muss vielleicht mein Portfolio umstrukturieren, keine deutschen Aktien zu haben. Idealerweise würde ich dir natürlich sagen, verkaufe deine deutschen Assets, verkaufe deine Beteiligungen, verkaufe deine Immobilien, die du in Deutschland hast. Aber mir ist klar, dass das nicht jeder möchte. Und es geht sicherlich auch ohne diesen doch sehr radikalen Schnitt. Aber das ist sicherlich das Beste. Das muss man ganz klar sagen. Weil wenn du noch wirtschaftliche Interesse in Deutschland hast und du ziehst dann in ein niedrig besteuertes Gebiet um, dann bist du noch 10 Jahre lang letztlich hier dem deutschen Finanzamt Rede und Antwort schuldig, muss Steuererklärung einreichen über deine weltweiten Einkünfte.
Das kann man sich sparen. Kommen wir nun also zu den 11 Ländern außerhalb der EU, die ich für Vorruheständler und Ruheständler besonders geeignet halte. Natürlich, man kann sich streiten, ob manche Länder auf diese Liste draufkommen. Manche Länder haben wir auch vielleicht weggelassen. Lass uns in den Kommentaren wissen, was deine Meinung ist. Lass uns wissen, welche Länder du hier vermisst hast und was du noch gerne darauf sehen würdest auf dieser Liste. Mir ist auch klar, dass manche Länder auf der Liste hier vielleicht jetzt noch etwas zurückgeblieben sind. Ja? Man kann auch sagen Schwellenländer. Ja? Hier muss man einfach sagen, dass manchen Mandanten solche Länder gefallen. Ich habe hier bewusst Länder gewählt, wo ich weiß, dass Mandanten hingezogen sind, die auch im entsprechenden Alter sind, Vorruhestand und Ruhestand. Aber mir ist klar, dass natürlich hier nicht jedes Land etwas für jeden ist. Ja? Darüber lässt sich selbstverständlich streiten. Ja? Also, das heißt, das ist jetzt unser Vorschlag. Es gibt sicherlich auch noch einige andere Länder, aber lass uns mal hier durch meine Liste der 11 Länder durchgehen. Die Liste ist alphabetisch geordnet. Ich habe jetzt hier bei den einzelnen Ländern keine bestimmten Favoriten. Wir gehen die alphabetisch durch. 11 Länder außerhalb der EU, die ich als für besonders geeignet für Vorruheständler und Ruheständler sehe. Land Nummer 1 ist Costa Rica. In Costa Rica, wie du weißt, gibt es wunderschönes Wetter, eine wunderschöne Natur, eine große deutschsprachige Community. Hier kannst du sehr einfach eine beschränkte Aufenthaltserlaubnis für 2 Jahre erlangen. Du musst lediglich 1.000 € Rente im Monat bekommen. Oder aber, wenn es keine garantierte Einnahmen sind, wie zum Beispiel Rente, müssen es $2.500 im Monat sein. Diese Aufenthaltserlaubnis kannst du alle 2 Jahre ohne weiteres erneuern. Möchtest du dann gerne eine unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis haben, ist dies natürlich auch möglich. Costa Rica, sehr interessant. Es gibt keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Du musst ausländische Einkünfte, ausländisches Vermögen auch gar nicht in der Steuererklärung nennen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Erbschaft und Schenkungssteuer, solange das Vermögen sich im Ausland befindet. Land Nummer 2, Curaçao. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Curaçao gehört hast. Curaçao ist letztlich Teil des Gebietes, was man früher mal die niederländischen Antillen nannte. Heute ist letztlich dieser Begriff nicht mehr in Verwendung. Hier gibt es ein Seniorenvisum. Du musst mindestens 50 Jahre alt sein. Du musst ein Investment machen in Immobilien von 260.000 €. Damit kriegst du eine 3-jährige Aufenthaltserlaubnis. Diese kannst du dann immer wieder verlängern mit deinem Investment. Steuerlich sieht es so aus, dass es mit dem speziellen Status hier eine 10%ige Besteuerung auf sämtliche Auslandseinkünfte gibt, inklusive Pension, inklusive Dividenden, wobei Veräußerungserlöse, sagen wir mal, Krypto hast du verkauft oder Aktien hast du verkauft, steuerfrei sind. Curaçao hat einen sehr hohen Lebensstandard im Vergleich zu anderen Inseln in der Region, also möglicherweise für dich interessant. Wir kommen zu Georgien. Georgien ist ein sehr beliebtes Land bei deutschsprachigen Ruheständlern und Vorruheständlern. Günstige Lebenshaltungskosten. Du brauchst im Grunde genommen kein Visum. Du kannst dort einfach aufschlagen, kannst dich dort 1 Jahr aufhalten, kurz aus dem Land raus, kurz wieder ins Land rein. Auslandseinkünfte sind komplett steuerfrei, also es gibt nicht viel, was dagegen spricht. Ein wunderschönes Land, sehr freundliche Leute. Das Einzige, was man natürlich sagen muss, ist die Sicherheitslage. Es ist ein Nachbar von Russland und damit fühlen sich natürlich nicht alle ganz wohl. Das nächste Land auf unserer Liste ist Gibraltar. Gibraltar ist eben ein britisches Überseegebiet, die Südspitze Spaniens, wo sich Atlantik und Mittelmeer letztlich treffen. Gibraltar hat 30.000 Einwohner, ist natürlich ein sehr kleines Land. Wir sprechen ein Land, was ein bisschen größer ist als der Vatikan, doppelt so groß wie Monaco, aber immer noch sehr klein. Hier gibt es ein High Net Worth Individual Visum. Da brauchst du kein Mindestalter zu haben. Du musst kein Investment machen. Es ist unbegrenzt gültig. Du musst nur nachweisen, dass du mindestens 2 Millionen Pfund, also ungefähr 2,5 Millionen € an Vermögen hast. Bestätigung durch die Bank oder ein Steuerberater reicht. Du zahlst dann eine Pauschalsteuer zwischen 32.000 Pfund und 37.000 Pfund. Wie die berechnet wird, ist ein bisschen seltsam, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, Gibraltar ist besonders günstig.
wenn du natürlich über Einkünfte verfügst im hohen sechsstelligen Bereich, sagen wir mal 500.000 und mehr, dann ist deine Gesamtbesteuerung unter 10%. Weiterer Vorteil ist, du bist in Europa, du bist in der Nähe Spaniens, ja, schönes Wetter. Also Gibraltar ist vielleicht eine Option für dich, wenn es dich in Europa hält. Das nächste Land auf unserer Liste ist Malaysia. Malaysia, ein Nachbar von Thailand, wie du weißt. Also wenn dir Thailand gefällt, wenn dir die Natur gefällt, dann wird dir Malaysia auch gefallen. Es ist dort sehr ähnlich. Hier gibt es ein sogenanntes My Second Home Visa. Das ist ein 10-jähriges Multi-Entry-Visa, wo du dann in Malaysia leben kannst. Auslandseinkünfte sind komplett steuerfrei. Du musst dort eine Immobilie kaufen oder in eine Immobilie investieren. Die Investition ist von Bundesstaat zu Bundesstaat in Malaysia abhängig, fängt aber so ungefähr bei 70.000 Euro an. Malaysia ein wunderschönes Land, sehr nette Menschen, sehr gut entwickelt, hat einen hohen Lebensstandard, kann man also nur jedem empfehlen. Das nächste Land auf unserer Liste ist Mexiko. Mexiko wird vielfach als das beste Einwanderungsland weltweit hier gefeiert und viele, die dorthin ausgewandert sind, haben nur Gutes davon zu berichten. Mir ist klar, Mexiko hat zum Teil bei uns viel negative Presse wegen den schrecklichen Gewalttaten, die es dort gibt und die mit Sicherheit auch Realität sind, aber die doch letztlich auch regional eingegrenzt werden können. Wenn du als Ruheständler oder Vorruheständler nach Mexiko umziehen willst, ist dies eigentlich ziemlich einfach. Das Einzige, was du zeigen musst, ist, dass du mindestens 2.200 US-Dollar regelmäßig hier an Einkommen beziehst. Oder du musst zeigen, dass du einen durchschnittlichen Kontostand von 85.000 Dollar hast. Dann kannst du dich in Mexiko für deinen Ruhestand niederlassen. Es gibt viele Vorteile in Mexiko, fantastisches Essen, günstige Lebenshaltungskosten, tolles Wetter, ein absolutes Traumland. Und auch steuerlich kann man es ziemlich interessant gestalten. Unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, dass sämtliche Auslandseinkünfte in Mexiko komplett steuerfrei sind. Wie das funktioniert, erkläre ich dir gerne in einem Beratungsgespräch. Das würde jetzt über dieses Video hinausgehen. Das nächste Land auf unserer Liste hier ist Panama, auch ein absolutes Traumland. Wir haben etliche Mandanten, die nach Panama umgezogen sind. Wenn du ein Ruheständler bist und hier gibt es kein bestimmtes Mindestalter, dann hast du das große Glück, dass du hier keine Immobilie kaufen musst, um die unbeschränkte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Alles, was du nachweisen musst, sind Einkünfte von 1.000 Dollar im Monat aus zum Beispiel einer Pension. Dann kannst du nach Panama umziehen. Panama, wie gesagt, in Mittelamerika, tolles Klima, tolle Menschen. Der US-Dollar gibt dem Land ziemlich viel Stabilität. Hier kannst du dir eine wunderschöne Wohnung mieten. Die Lebenshaltungskosten sind eigentlich recht günstig und das Beste ist natürlich komplette Steuerfreiheit für alle ausländischen Einkünfte. Das nächste Land auf unserer Liste sind die Philippinen, auch ein Land, das bei unseren Mandanten sehr populär ist. Dort gibt es das sogenannte SRRV-Visum. Dazu musst du 1.500 Dollar im Monat an Einkünften haben, außerdem eine Krankenversicherung haben und noch ein Deposit von 10.000 Dollar machen. Bist du jünger, du kannst das Visum ab 35 Jahren nutzen, dann musst du ein Deposit von 50.000 machen. Aber eben als Pensionär reichen 10.000 aus. Die Philippinen haben viele Vorteile, tolles Wetter, günstige Lebenshaltungskosten, sehr freundliche Menschen und natürlich auch steuerlich sehr interessant. Es wird nach Territorialprinzip versteuert. Das heißt, ausländische Einkünfte sind komplett steuerfrei. Du musst nur deine philippinischen Einkünfte, insofern du denn welche hast du ja wahrscheinlich nicht, dort versteuern. Nun kommen wir mal wieder zu einem europäischen Land und hier möchte ich die Schweiz nennen. Ja, es ist natürlich so, dass viele Mandanten Skepsis gegenüber der Schweiz haben, weil sie eben doch immer näher an die EU rückt. So fühlt man das zumindest. Gerade die jüngere Generation ist doch sehr EU-freundlich und man hat Sorge, dass die Schweiz natürlich bald in der EU ist. Deswegen wollen eigentlich viele nicht in die Schweiz umziehen, obwohl die Schweiz natürlich ideal ist hier
für Ruheständler. Es ist nah an Deutschland, man spricht Deutsch, es gibt steuerliche Vorteile. Das ist natürlich alles hier eigentlich positiv, aber eben die EU-Nähe stößt hier doch vielen auf. Jeder EU-Bürger kann sich in der Schweiz niederlassen, wenn er nachweisen kann, dass er hier dem Staat nicht auf der Tasche liegt. Wenn du über entsprechende Einkünfte verfügst, Rente und andere Altersbezüge, dann wirst du diese Bedingungen erfüllen. In der Schweiz sind die Steuern zum Teil sehr günstig. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde, von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Im Zusammenhang mit Deutschland gibt es hier die sehr problematische überdachende Besteuerung. Das heißt letztlich für Einkünfte aus Deutschland. Das heißt zum Beispiel auch Bezüge aus der privaten oder betrieblichen Altersvorsorge sind zunächst noch 5 Jahre lang in Deutschland zu versteuern. Erst dann letztlich kann man dann in der Schweiz Steuern bezahlen. Aber Veräußerungserlöse zum Beispiel, wenn du Aktien verkaufst oder auch Krypto, sind in der Schweiz bei privaten Veräußerungsgeschäften von Anfang an steuerfrei. Kommen wir zum nächsten Land in unserer Liste und das ist Thailand. Ich habe mir lange überlegt, ob ich Thailand hier auf die Liste nehmen soll, denn Thailand hat ja vor kurzem doch seine steuerliche Gesetzgebung hier geändert. Früher war es so, dass sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei waren, auch wenn sie nach Thailand hineingebracht wurden, wenigstens ein Jahr später. Mittlerweile ist es so, dass Auslandseinkünfte, die nach Thailand eingebracht oder dorthin überwiesen werden, in Thailand versteuert werden müssen. Allerdings gibt es in Thailand das sogenannte Long-Term Residence Visa. Das können sich auch Ruheständler sichern, die mindestens $80.000 im Jahr an Einkünften haben. Damit sind nach wie vor alle Auslandseinkünfte ohne Restriktionen hinsichtlich Überweisung, Einführung und Verwendung und so weiter in Thailand steuerfrei. Auch wenn du das normale Ruhestandsvisum in Thailand nutzt, wo du ja einfach einen geringen monatlichen Betrag an Einkommen nachweisen musst, kannst du dich mit der Situation vielleicht arrangieren, wenn du Erspartes hast. Du musst allerdings wissen, dass du deine Rente, wenn du sie nach Thailand überweist und sie ist noch nicht im Ursprungsland versteuert, dann in Thailand versteuert werden muss. Ja. Hast natürlich schon Rente darauf bezahlt, gemäß Doppelsteuerungsabkommen in Deutschland oder Österreich oder sonst wo, dann musst du keine doppelte Steuer in Thailand bezahlen. Aber ansonsten sind diese Einkünfte in Thailand steuerpflichtig. So, das letzte Land auf unserer Liste ist nun wieder ein südamerikanisches Land. Hier habe ich diesmal Uruguay gewählt. Uruguay, das nennt man auch die Schweiz Südamerikas. Uruguay ist ungefähr halb so groß wie Deutschland. Es liegt letztlich östlich von Argentinien, südlich von Paraguay, hat 3 Millionen Einwohner und in Uruguay ist der Lebensstandard im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern sehr hoch. Auch führt Uruguay, was die politische Stabilität anbelangt, hier in ganz Südamerika. Es belegt Rang 1 letztlich auf dem Antikorruptions- und Demokratieindex, also ein Land, in dem du dich tatsächlich hier sicher fühlen kannst. Steuerlich sehr attraktiv. Was Visum und Aufenthaltstitel anbelangt, ist es eigentlich recht einfach, diese in Uruguay zu erhalten. Du musst lediglich Einkünfte haben von $1.500, zum Beispiel eben Renteneinkünfte, dann bekommst du dort die Aufenthaltsgenehmigung. Steuerlich recht interessant. Die ersten 11 Jahre zahlst du auf ausländische Erträge, zum Beispiel Dividenden und Zinsen, überhaupt keine Steuern. Danach sind 12% fällig. Oder aber du kannst sagen, du zahlst von Anfang an 7%. Dann hast du nicht diese 11 Jahre steuerfreie Periode, sondern eben zahlst 7%, aber zahlst danach auch nicht 12, sondern eben weiter nur 7%. Andere Auslandseinkünfte wie Veräußerungserlöse und auch Pensionen sind ohnehin steuerfrei. Also Uruguay, ein anderes wunderschönes Land in Südamerika, das dir vielleicht gefällt für deinen Ruhestand. So, das war unsere Liste mit den 11 Ländern, die ich dir für deinen Ruhestand empfehlen kann. Wie gesagt, lass mir in den Kommentaren wissen, ob du noch andere Vorschläge hast, ob du mit meiner Auswahl überhaupt nicht einverstanden bist oder ob noch andere Länder auf diese Liste drauf müssen. Ich freue mich auch, von deinen Erfahrungsberichten zu lesen. Wenn du also als Ruheständler oder Vorruheständler ins Ausland umgezogen bist, dann lass uns wissen, was deine Erfahrungen sind. Das ist für alle immer extrem bereichernd. Wir alle freuen uns über deinen Erfahrungsbericht. Wie gesagt, lass es uns in den Kommentaren wissen, wie es dir im Ausland ergangen ist.
Wenn du dir überlegst, ins Ausland umzuziehen, um dein Vermögen zu schützen, um Steuern zu sparen, insbesondere ins Nicht-EU-Ausland, dann lade ich dich ein Beratungsgespräch mit mir zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit rein. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes, als Mandanten dabei zu helfen, ins Ausland umzuziehen und ihre steuerliche Situation zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und bestehendes Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.